Ach ja, mein erster Arbeitstag morgen als Farmer. Das wird bestimmt klasse. Den ganzen Tag mit Tieren. Kühe melken, frisch gelegte Eier sortieren. Allerdings gibt es bestimmt auch schwerere Arbeiten. Heu zusammenlegen. Auf dem Feld arbeiten bei 30 Grad in der Sonne. Naja, wenigstens ist die Bezahlung gut. Obwohl, gerade mal Mindestlohn. Im Stall stinkt es ja auch schon ziemlich. Und der Bau ist auch nicht gerade der netteste. Was ist, wenn ein Schwein ein Kind gebärt? Muss ich es dann rausholen? Muss ich dieses arme Tier abschlachten und zum Entbluten aufhängen? Muss ich ein Huhn rupfen und ihr den Kopf abschlagen? Muss ich einer Kuh in den Po fassen mit meinen bloßen Händen? Hallo und ein herzliches Willkommen in diesem Video. Die nette Anne Drews hat mich auf Facebook gefragt: Hey du komischer Kerl auf YouTube, kannst du mal zufällig ein Tutorial machen für den Ackerbau? Und hier ist es, das Tutorial zum Ackerbau. Ihr kennt es sicherlich aus dem Spiel Harvest Moon, wo man verschiedene Felder anlegen kann. Dort zum Beispiel Salate, Kartoffeln oder sonst irgendwas. Nach diesem Tutorial seid ihr ein besserer Gärtner als Thanos es jemals werden wird. Hier ist das Tutorial. Viel Spaß damit und Intro los! Als erstes erstellen wir eine Kiste, indem wir als Test einmal die Samen legen. Wir geben einen Text ein: Erdbeersamen erhalten. Die Erdbeeren werden später noch zu Karotten, da ich keine Erdbeergrafik hatte, also nicht verwirren lassen. Dann gehen wir zur Datenbank, erstellen ein neues Item, nennen sie Erdbeersamen bzw. Karottensamen, so wie ich sie später noch umbenenne. Jetzt gehen wir wieder zurück zur Kiste, gehen auf Item ändern und geben dem Spieler einen Samen. Wir klicken auf OK und gehen auf unseren Feld, wo wir eine Erdbeere oder eine Karotte pflanzen können. Bei der ersten Seite ändern wir die Höhe des Events, dieselbe wieder hält. Kopieren dann diese Seite und fügen sie dann dort ein. Auf der zweiten Seite, die wir gerade eingefügt haben, machen wir einen Haken bei Gegenstand und wählen den Samen aus. Wir klicken nun auf die leere Zeile und wählen Text zeigen. Und dort geben wir sowas ein wie Erdbeere pflanzen. Oder eben Karotte, wie gesagt, wird später noch zu Karotte. Aber eigentlich ist es auch egal, welches Gemüse ihr nehmt. Fügt darunter eine Auswahl, Ja und Nein können wir so stehen lassen und klicken auf OK. Beim Fall Ja ändern wir die Variable und setzen sie auf 1 und benennen sie zum Beispiel Erdbeere 01 oder eben Karotte 01. Dann erstellen wir eine dritte Seite und machen einen Haken bei Variable und stellen sie auf 1. Dort wählen wir dann eine Grafik aus, die das erste Wachstumsstadium zeigen soll. Insgesamt verläuft es 3 Phasen. Dann kopiert die Seite und fügt es ein. Nun auf der vierten Seite soll die Variable auf 5 sein. Die Variable ist eine Art Wartezeit, je höher sie ist, desto länger braucht das Gemüse zum Wachsen. Aber das erkläre ich noch später. Jetzt wählt ihr eine Grafik aus für die zweite Phase des Wachstums. Nun kopiert ihr noch ein letztes Mal die Seite, somit sind wir auf Seite 5. Jetzt wähle ich in meinem Beispiel die Karotten, weil ich keine andere Grafik gefunden habe. Ihr könnt natürlich nehmen, was ihr wollt. Jetzt benenne ich die Variable in Karotte um, aber nur weil ich eben keine Erdbeergrafik gefunden habe. Nun setzen wir die Variable auf 8. Jetzt gehen wir zur Datenbank in die gewöhnlichen Ereignisse und erstellen einen neuen Parallelprozess, benennen es in Wartezeit und benutzen dafür auch einen Schalter mit dem Namen Wartezeit. Dort klicken wir auf die leere Zeile und fügen ein Warten ein. Ich habe hier in meinem Beispiel 60 Frames. Aber das sollte nur zum Testen sein, damit die Samen schneller wachsen und ich nicht endlos warten muss. Ihr solltet am Ende auf jeden Fall die Wartezeit erhöhen. Jetzt gehen wir darunter und erstellen eine bedingte Abzweigung und wählen die Variable Karotte 01 aus. Wählen bei Konstante 8 aus und wählen daneben das Größer- oder Gleichzeichen aus. Noch einen Haken bei der Else-Abzweigung, dann klicken wir auf OK. Jetzt klicken wir in der Bedienung und wählen Variable ändern aus und setzen sie auf 8 beim Operator. Somit ändert sich die Variable nicht mehr, wenn die Karotte gereift ist.
So, jetzt kopieren wir die ganze Bedingung und fügen sie in die else-Abzweigung. Wir klicken nun bei if mit der Leertaste und ändern dort die Variable in 5 um, für das zweite Stadium des Wachstums. Dann klicken wir auf OK, die Einstellungen müssen wir nicht ändern. Die Variable ändern bearbeiten wir auch noch und geben eine 1 ein, aber diesmal beim Operator hinzufügen. Diese Bedingung wird wieder kopiert und die else-Abzweigung eingefügt. Der if-File geben wir jetzt eine 1. Den Haken bei else löschen wir jetzt. Die Variable ändern können wir so lassen. Somit haben wir jetzt eine Wartezeit von Variable 1 bis 5, um das zweite Stadium zu erreichen. Danach Variable 5 bis 8, bis sie gereift ist. Ihr könnt die Dauer auch höher oder geringer einstellen. Somit kann das Gemüse schneller oder langsamer wachsen, wie ihr wollt. Jetzt kehren wir noch kurz zu unserer Karotte zurück, gehen zur letzten Seite und geben einen Text ein, zum Beispiel Karotte ernten. Direkt darunter eine Auswahl Ja oder Nein. In der Datenbank müssen wir noch kurz ein neues Item anlegen, die wir Karotte nennen, für das reife Gemüse. Wenn das erledigt ist, gehen wir zur Karotte wieder zurück und fügen beim gerade erstellten Ja-Fall Gegenstand ändern aus und geben dem Helden die Karotte. Die Variable Karotte 01 setzen wir jetzt noch auf 0, bei Operator auf Einstellen. Somit wird die Variable resettet und ist wieder auf 0. Jetzt gehen wir zur zweiten Seite, gehen zu diesem Ja-Fall und wählen nochmal Gegenstand ändern aus und verringern das Item Karottensamen um 1. Somit verliert der Held beim Bepflanzen den Samen und bei der Ernte hat er die Karotte. Jetzt testen wir mal alles. Achtet darauf, dass der Schalter Wartezeit auf an ist, damit das Gemüse auch reifen kann. Holt den Samen von der Truhe und versucht es aus. Wir sehen hier, dass die Karotte ranreift, sobald die Ernte reif ist, kann man sie nehmen. So, jetzt testen wir, ob ihr auch alles verstanden habt. Machen wir noch eine zweite Karotte. Kopiert dazu einfach die Karotte und fügt sie dort ein, wo euer Feld ist. Geht zur zweiten Seite, ändert dort die Variable Karotte 01 in Karotte 02. Das macht ihr bei diesem Event überall, wo Karotte 01 steht. Mehr müsst ihr bei diesem Event nicht mehr ändern, um mehrere Karotten anzulegen. Geht jetzt zu gewöhnlichen Ereignisse und kopiert ab Variable 8 einmal alles und fügt es ganz unten ein. Dort das ganze Spiel wieder von vorne. Jede Karotte 01 umändern in Karotte 02. Diese Schritte müsst ihr bei jeder neuen Karotte machen. Jetzt noch einen Testlauf, ob beide Karotten funktionieren. So, es sieht alles gut aus. Mit dieser Technik könnt ihr ein Feld voller Karotten oder Salate und so weiter pflanzen. Okay, alles klar, das war das Intro. Viel Spaß damit und tschüssi. Es sei denn natürlich, ihr wollt nicht immer ein Feld für Salat haben, ein Feld für die Kartoffeln haben, sondern ihr wollt auf einem Feld verschiedene Gemüse- oder Obstsorten drauf pflanzen. Dann müsst ihr natürlich jetzt noch weiter gucken, denn jetzt geht es weiter. Wenn ihr dann auch verschiedene Sachen auf einem Feld pflanzen wollt. Viel Spaß. Weiter geht's. Wir gehen als erstes zur Datenbank und erstellen zwei neue Gegenstände. In diesem Fall einen Salatsamen und einen Salat, der reif ist. Dann klicken wir auf OK. Gehen dann zu unserer ersten Karotte, die wir erstellt haben, und löschen die erste Seite. Dann löschen wir den Haken bei Gegenstand ändern, den Text ändern wir noch in Was möchtest du pflanzen und klicken auf OK. Die Auswahl ändern wir in Karotte und das zweite in Salat. Je nachdem wie viele Sachen ihr pflanzen wollt, reinschreiben. Zum Beispiel Kartoffel und so weiter einfügen. Bei diesem Beispiel bleiben wir aber bei Karotte und Salat. Die Variable aus Karotte und Gegenstand hinzufügen kopieren wir jetzt und setzen sie in Salat ein. Die Variable wird natürlich in Salat 01 geändert. Und bei Gegenstand verringern setzen wir den Salatsamen ein. Jetzt gehen wir zur zweiten Seite und kopieren diese. Danach gehen wir zur letzten Seite und fügen sie wieder ein, so dass die kopierte Seite jetzt die Seite 5 ist. Wir ändern die Karottenvariable in Salat 01
und ändern die Grafik für die erste Phase des Wachstums, damit man weiß, dass es der Salat und nicht die Karotte. Jetzt kopieren wir die Seite noch einmal und fügen sie wieder ein. Und wir ändern die Variable diesmal, sagen wir auf 8. Somit braucht der Salat etwas länger zum Reifen. Jetzt noch eine andere Grafik auswählen, die ganze Seite nochmal kopieren und jetzt die Variable auf 12. Wie gesagt, je höher die Variable, desto länger die Wartezeiten. Jetzt wählen wir den Salat aus, der nun reif ist. Dann gehen wir kurz zur 4. Seite und fügen ihn bei Seite 7 wieder ein. Den Text ändern wir in Salat ernten, Gegenstand ändern, Salat hinzufügen und die Salat 01 Variable auf 0 setzen. Jetzt gehen wir nochmal zur ersten Seite zurück, gehen zu der Karotte und fügen eine bedingte Abzweigung rein und wählen dort Gegenstand Karottensamen aus, damit der Held einen Karottensamen braucht, um die Karotte zu pflanzen. In dem if-Fall fügen wir nun die Variable und den Gegenstand verringern ein. In dem else-Fall geben wir einen Text ein, wie zum Beispiel keine Samen. Für den Salat wiederholen wir das Ganze. Somit braucht man den Samen für das jeweilige Gemüse. Die Truhe wird nun auch kopiert und diesmal machen wir den Salatsamen rein. Jetzt gehen wir in die gewöhnlichen Ereignisse, kopieren wieder alles ab Variable 8, fügen es ein. Diesmal werden alle Variablen mit Salat 01 umgetauscht. Die Variable 8 ändern wir diesmal auf 12, da wir ja eine längere Wartezeit haben. Variable 5 wird zur Variable 8, die Variable 1 kann so stehen bleiben. So, das soll es gewesen sein. Starten wir jetzt einmal und sehen, was passiert. Nun könnt ihr auf einem Feld entweder Karotten oder Salate pflanzen. So könnt ihr es auf mehreren Gemüse und Obst und was auch immer ihr pflanzen wollt erweitern. Denkt aber daran, dass ihr jedes Gemüse, was ihr pflanzen wollt, auf ein Ereignis zusammen habt, bevor ihr mit Variable 02 das zweite Ereignis anlegt. Das war's jetzt mit dem Tutorial, ich hoffe ihr habt alles gecheckt. Falls ihr noch Fragen habt, in die Kommentare natürlich schreiben. Bewertet ruhig das Video, lasst ein Abo da, falls ihr Bock habt auf mehr Tutorials. In der Endcard kommen auch noch ein paar Tutorials. Bis dahin, Tschüssikowski!